Und damit herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes The Awakened. Ja, wir haben beim letzten Mal das Spiel versucht, einen hier auf die Fährte zu bringen, dass diese Rosen, was Barnes irgendein Komplott verwickelt ist, aber in Wirklichkeit ist Barnes einfach nur verknallt in die Blumenverkäuferin. People don't tend to come out for flowers when it rains. Perhaps I should try selling door to door. Könnte es ja mit Barnes zusammengehen, der bringt seine Bücher auch door to door. Okay. Habe ich damit jetzt eigentlich genug? Ich brauche noch irgendwas Grünes. Okay, der Katalog ist falsch. Ach, schauen wir mal. Die Rosen? Nee. Der Kaktus, natürlich. Den hat er ihr gebracht. Oh, als Geschenk. Mr. Barnes ist in Mrs. Fleming verliebt. Mr. Barnes hat einen Strauß verwelkter Blumen ins Schaufenster gestellt, um die Aufmerksamkeit der Blumenverkäuferin Mrs. Fleming zu wecken. Vielleicht hofft er, sie so dazu zu bringen, in seinen Laden zu kommen und ihm Ratschläge zum Blumengießen zu geben. Oder es handelt sich um den Versuch, ihr auf subtile Weise seine Verzweiflung zu signalisieren. Mr. Barnes hat Mrs. Fleming anonym einen Kaktus geschenkt, den er auf dem Katalog aus seiner Ladentheke bestellt hat. Womöglich nicht die beste Wahl, aber für Mr. Barnes scheint der Kaktus seine ewige Liebe zu symbolisieren. Nicht zuletzt lautet der Titel des Katalogs Immergrüne Pflanzen für eine immerwährende Liebe. Ganz offensichtlich handelt es sich dabei um den Kaktus, den er auf den Strand in der Mülltonne vor der Baker Street 221B fallen ließ. Es wird Zeit, dass er die Karten auf den Tisch legt. Na dann, heften wir das mal an. I think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Dieses Gehechel ist so süß. Dieser ganze Hund ist so süß. Mr. Barnes, I know what you did, and I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. Soll ich die Tür eintreten? You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. Jetzt ist er umgefallen. I couldn't read this morning's edition of The Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured we are not interested in disclosing your personal affairs to anyone, including Mrs. Fleming. Please come out. All right, then. So, you know what happened then? I was on my way back from the post office, having picked up the cactus and some books. It was quite an awkward package, heavy too, and when I got to your door, I dropped the cactus and your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, it's true. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. Das ist nicht mein Speziell. Ich weiß, was zu tun ist. As in most things in life, truth is the answer. Cease with the abstruse signals and anonymous gifts, and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you, and you are freed from this endless purgatory. That... Yes, you are correct, of course. I do have a slight tendency to overthink things. Thank you. So, at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the edition was spoiled? I don't recall, but you're welcome to read our copy for yourself. You had an issue of The Strand here all along? Well, naturally. I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the concept of burying the lead. Oh no, my apologies, Mr. Holmes. I'll make it up to you however I can. I am an expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Just give me the paper. Das Strand, 28. September 1882.
Salpeterexplosion erschüttert die Docks. Vergangene Nacht wurden die Anwohner des Londoner Hafens durch laute Knallgeräusche und dichten roten Rauch unsanft aus dem Schlaf gerissen. Das Handelsschiff Moskwa hatte am frühen Abend auf seiner Fahrt zum europäischen Festland für einen Zwischenstopp am Pier Nummer 3 angelegt, als es an Bord plötzlich zu mehreren Detonationen kam. Die Hafenbehörde äußert sich bisher nicht zu dem Vorfall und es ist nicht bekannt, ob sich zu dem Zeitpunkt Besatzungsmitglieder an Bord befanden. Augenzeugenberichte zufolge gelangte Salpeter in den Fluss, doch da der Ort des Geschehens nach wie vor weiträumig abgesperrt ist, lassen sich die Angaben noch nicht unabhängig überprüfen. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Okay, Ermittlungsort abgeschlossen. Das bedeutet, wir müssen jetzt an den Hafen, vermutlich. Well, that was an utter waste of time. An assassination did seem rather unlikely. There was supposed to be another burglary. I was certain of it. Something you wish to say, Doctor? No. Well, only that you have a remarkable faculty for deduction and pattern recognition. And that perhaps, if ill applied... I see things that are not there. Yes. It is London. There will always be burglaries. Doesn't have to mean anything. So it seems. Forgive me. Without something to occupy my mind, I turn into an entirely different animal. Which brings us back to my news from earlier. I think I have a case for you, a real one. Truly? Indeed. Though perhaps not as thrilling as your stories from Cordona. A patient of mine, Captain Stenwick, told me that his servant disappeared. I said I knew just the man to help. What do you say? Oh, Watson. Yes, I know it's not the most tantalizing mystery, nor the story to launch my writing career. But... It's brilliant. Let's go. Oh, good. Well, his house is nearby. Come. Okay, eine neue Belohnung freigeschaltet. Gut. Habe ich hier eine Karte irgendwo? Ah, ja, habe ich. Kann ich rauszoomen? Kann ich nicht. Ich glaube, sein Anwesen war da hinten irgendwo. Wenn das noch ungefähr so aufgebaut ist, ein bisschen so grob wie im Originalspiel. Not much further now. Captain Stenwicks Herrenhaus. Is this lousy attitude of yours because of my altercation with Inspector Lockhart? Did he put you up to this? Sir, the inspector has nothing to do with it. I'm telling you the same thing I tell anyone seeking a missing person. Good day, gentlemen. Forgive the intrusion. Captain Stenwick, this is my colleague Sherlock Holmes, the consulting detective I told you about. At last, a professional. This useless officer refuses to do anything about Kimmy here, my missing servant. What was your name again? I shall be certain to inform your superiors. Sergeant Ruffles, and it's my superiors who made this decision, sir. Why has the police department decided not to help? We investigate murders, thefts, fraud, arson, real crimes. A servant walking away from his master is not our highest priority. That said, if we find Kimahia breaking the law, we'll be sure to notify Captain Stenwick. Have there been other disappearances lately? Of course, here and there. But when life is tough and opportunity comes knocking, you can't blame those who answer. Now, I must be off. Best of luck in your search. You heard that, didn't you? The way that man spoke to me. I shall need your written testimony. Then we can lodge a complaint. Captain, perhaps Mr. Holmes' time is better spent learning about your servant, so that he may begin his investigation. Ah, yes. Quite right. Fire away. Tell me about Kimahir. He's foreign. A Maori. All the way from New Zealand. Biggest man you've ever seen, and as strong as two. Dark hair and fearsome tattoos. He doesn't speak a whit of English. Never bothered to learn. But I made do with pointing. I invested a lot of money in him, so he must be found. When did you last see your servant? Kimmy here normally brings me the morning papers, but yesterday I had to get them myself. He must have escaped the night before yesterday. May I see your servant's bedroom? His shack is in the garden. You can't miss it. Did you search the room? Of course, but only to check he wasn't lying dead inside.
Everything seemed normal at a glance. Es klingt so ein bisschen nach Sklavenarbeit. Ich habe viel Geld in ihn investiert und er ist abgehauen und... Is there any reason Kimahir may have left? I should think not. He had all he could have wanted. Gainful employment, new clothes, and all the cabbage he could eat. Did Kimahir make off with anything of value? Heavens, no. I would have mentioned it to Sergeant Ruffles. Still, he must have fled with some money on his person. No, no. I kept his wages in my safe. For security. I take it this is the first time Kimahir has vanished? Undoubtedly. The man seemed terrified of the city. I think it was all the noise. He never left this estate. Should he cause any damage, I will bear the responsibility, for it was I who rescued him from savagery and brought him here to England in the first place. All right, Captain. I think I have enough to get started. We shall first take a look around the mansion. Go ahead. I'll be here, mentally drafting my complaint. Okay, dann schauen wir doch mal, was wir hier alles finden. Ich habe gerade so ein bisschen überlegt, das ursprüngliche Spiel war, glaube ich, relativ lang, mit 15 bis 20 Stunden. Und Chapter 1 war ja auch relativ lang. Ich bin jetzt mal gespannt, wie sie das hier umgesetzt haben, weil das natürlich eine relativ andere Form von Remake ist, als einfach nur Point-and-Click-Adventure. Moment. So? Knieabdruck. Hat sich hier jemand versteckt. Looks like a knee print. Und das ist Blut? Chewing tobacco. Tabak, okay. A shoe print, roughly size 11, with a worn-out sole. These are a workman's boots. Someone knelt here. The amount of chewing tobacco suggests they were waiting a while. Ja, ich erinnere mich. Mr. Holmes, to read the ground like an open book. Im ursprünglichen Spiel musste man die Schuhgrößen noch ausmessen, indem man wirklich das Maßband von der Spitze bis zur Hacke hinten, bis zur Ferse hinten durchgezogen hat. Und wenn das nicht genau pixelgenau war, dann hat es nicht funktioniert. Ich erinnere mich ja. Und das sind so Sachen, warum ich Remakes unglaublich gern spiele, wenn sie vernünftig gemacht sind. Mit genügend Hinweisen kann Sherlock vergangene Geschehnisse rekonstruieren. Durch Drücken von RB werden... Ey, wir haben Lesen. Okay. Aber das wissen wir ja schon. Parallel verlaufende Spuren, Could have Räder. left these tracks. They seem fresh. Okay, ist das der Schuppen? Ja, das ist der Schuppen, wo er gewohnt hat. Haben wir hier ein... Erde? Nee, Samen? Impressive. The sack of grain retained the shape of an impact. Someone hit their head here. Okay. Sonst noch was? Hallo? Ich finde hier nichts. Ah, das habe ich doch vorhin probiert. Auch Spiel. Okay. A small navy spyglass. Nee, das wollte ich doch gar nicht. Manche Stellen werden nur mit einem angehefteten Hinweis hervorgehoben. Na, da war ja was. A scrap of Stoff Hessian. und eine kaputte Kiste. These were sturdy boxes. It would have required a serious blow to break them. Clothes made of Hessian. Is Stenwick really so miserly? Er wohnt hier in einem Schuppen, in dem auch das Getreide gelagert wird. Ich würde sagen, ja. A Maori nose flute. Ngurus, they're called. Stenwick makes his servant live in a tool shed? You think you know someone. No air coming through it. Button chops. The remains of a meal. Ich wollte gerade sagen, das ist kein Hühnerknochen.
heavy chemical odor. Lend me your nose, Doctor. Ah, I'll never forget that smell after my time in Afghanistan. That's an opioid, Mr. Holmes, a narcotic. The ashes are long since cold. Okay, danke Spiel. Dass sie das noch nicht geändert haben, dass man immer noch so ewig warten muss, bis man wieder rauszoomen kann. Okay, dann schauen wir doch mal, was ich hier für Hinweise anheften kann. Hier wächst kein Gras, oft benutzt. Someone moved a cart to this spot and then took it elsewhere. Can't see it anywhere in the garden. Okay. Ah, und jetzt können wir rekonstruieren. Was? Zurück oder vor? Ach, das ist das hier. Okay. Ach, ich habe bisher... Okay, ich habe bisher erst das eine und kann dann normalerweise da oben durchschalten. Alles klar. This lock is quite unusual. It appears that the key should be bent to the right. Das ist, glaube ich, auch neu, dass man dann da durchschalten muss. Is this a Tanifa, a Maori water spoon, or something else? Either way, it's giving me chills. Ist hier irgendwas? Ah. Ein Lappen. The rag reeks of smoke. Someone plugged the chimney. Ist aber nicht nett. Okay. Das sind ganz schön viele Sachen direkt für den Anfang. Okay, dann würde ich sagen, pinne ich das mal an und rede mal mit dem Hausherrn darüber. Vielleicht hat er ja den Schlüssel. Oder kann mir sagen, wo ich ihn finden kann. Wie steht der noch hier? Ja, steht noch hier rum. Hat nichts Besseres zu tun bei dem Wetter. Okay. The door to your garden has an interesting lock. Yes, I have uncommon locks on every door of my mansion. It makes them harder to pick. Kimmy here and I both had a set of keys. I'll need to borrow them. No, you'll need to do what I tell you to do. Examine the garden. Also, ein bisschen netter sein wäre schön, ne? Are you joking? Why would I know this? I thought you were meant to be intelligent. I came across a pile of Hessian clothes in the shack. Are they Kimahia's? Yes, I had to give him something to clothe himself. He seemed unfazed by his bare skin, but I found it distracting. Are you joking? Why would I know this? Is this spyglass familiar? I don't recognize it. Could it be Kimahia's, perhaps? I doubt it. I never saw him with it, nor could I suggest how he might have come by it. Are you joking? Why would I know this? Has Kimahia ever indulged in tobacco? No, the man doesn't even drink. Are you certain? I found chewing tobacco in the garden. I controlled Kimahia's expenses since he struggled with the currency. I would have known if he used tobacco. Das heißt, du hattest quasi sein Geld bei dir im Tresor und der durfte nur das kaufen, was du für gut erachtet hast. Und dann wunderst du dich, wenn der weggerannt wäre? Okay. Do you happen to know Kimahia's shoe size? I wouldn't have the foggiest, but I'm sure it was enormous. Not that it matters. He spent his life barefoot. Despite my best efforts, he simply did not take to shoes. Okay, dann schauen wir mal, was wir hier so finden. Ich kann immer noch nicht joggen im Konzentrationsmodus. Ist ja traumhaft. Okay, also. Hier ist jemand gekniet, der nicht Kimihia war.
nicht das. Was ist denn da der Unterschied? Ach, einmal mit Fernrohr oder einmal ohne. Also vor und zurück funktioniert übrigens nicht, ne? Ich gehe hier jetzt vor. Ah doch, jetzt funktioniert es. Okay, dann habe ich einfach nur Mist gebaut. Also einmal mit Fernrohr und einmal ohne Fernrohr. Ich mache mal mit Fernrohr. Ich gehe jetzt mal davon aus, er hat ihn hier beobachtet. Was haben wir hier? Ach so, jemand könnte ihn damit gekidnappt haben. Oh, was haben wir hier? Ah, okay, der Schlüssel nach rechts gebogen fehlt. Der nach links gebogen ist da. Also ich vermute, jemand hat ihm das Ofenrohr verstopft, damit es anfängt zu qualmen und er aus der Hütte kommen musste, um nachzuschauen, was los ist. Und ihn dann bewusstlos geschlagen und... Hallo? Ach. Oh, jemand hat ihm das Opium reingeworfen und dann zugestopft, damit er... Oh, wie gemein. Damit er quasi hier drin die Dämpfe eingeatmet hat. Watson, geh mir mal bitte aus dem Bild jetzt. Nee, ich glaube, das war tatsächlich... Ich würde jetzt vermuten, ihm ist schwindelig geworden und dann ist er hier rüber gestolpert. Und mit dem Kopf da reingeknallt. Und dann wurde er abtransportiert. Watson, du gehst mir aber jetzt gerade schon ganz gewaltig auf den Sack, ne? Und da hat dann der Täter den Schlüssel geklaut. So müsste das doch passen, oder? Nee. Oh, aber ich kriege jetzt gezeigt, wo falsch. Das ist sehr gut. Wo falsch. Vor allem, ich bin sehr gute Deutsch. Dann ist wohl der Täter gestolpert. Hä? Aber hierbei... Ja, aber hierbei fällt doch keiner. Oder ist er... Ach so, er ist gefallen, während er ihn gezogen hat. Ich dachte, hier zieht er ihn einfach nur rückwärts. Ja, dann... Okay. Surveilling from afar, the intruder waited for a window of opportunity. When Kimahir went to sleep, the man crept up to the shack and slipped narcotics down the chimney pipe, then blocked it with a cloth. Kimahir inhaled the sedative and fell into a deep sleep. The intruder tried to move him, but the man was heavier than expected. The intruder fell on the sack and dropped his spyglass. In order to transport the servant, he had to use the cart. The final challenge was opening the garden door. Luckily for our intruder, Kimahir had the key in his shack. Remarkable. It makes total sense. Ja, ne? Okay. Darüber können wir jetzt mit dem Hausherren reden. Aber mit Blick auf die Uhr machen wir das nicht mehr heute. Ich bin, also bisher die Neuerungen finde ich ganz gut, mit dem, dass man jetzt sehen kann, wo man falsch war. So ein bisschen Mastermind-mäßig. Ja, nicht ganz, nee, einfach, man kriegt einfach nur gezeigt, was falsch war. Das ist schon mal gut, dann muss man nicht ständig alles durchprobieren. Man weiß, wo der Fehler liegt. Ja. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Bisher war das alles noch sehr, sehr ähnlich, was die Story angeht. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao, ciao.